Deswegen soll der nächste Urlaub kein Wanderurlaub sein. Davon habt ihr, also ich will nicht sagen die Schnauze voll, aber ihr wollt mal wieder was anderes. Wo soll es hingehen? Vorerst haben wir die Schnauze voll. Also wir werden auf jeden Fall noch mal eine Fernwanderung machen, ja. Das stimmt irgendwann. Aber nächstes Jahr soll es, wenn es geht, nach Mittelamerika. Film darüber? Ja, nein? Bestimmt. Beinahe 2 Jahre sind nun schon vergangen seit unserer letzten richtigen Fernreise. Keine fremden Kulturen, kein lässiges Strandleben, keine Abenteuer. Natürlich haben wir aus der Situation das Beste gemacht, waren verhältnismäßig viel unterwegs. In Europa. Doch über all die Zeit fehlte etwas. Die Ferne, das Fremde, der letzte Kitzel einer Fernreise. Und so wurde aus Zentralamerika Kolumbien und aus bestimmt ein ganz sicher. Und damit hola y bienvenido aus Bogotá in Kolumbien. Der Hauptstadt dieses wunderbaren Landes, welches uns in den kommenden 4,5 Wochen aber auch ab und zu in den Wahnsinn getrieben hat. Mit diesem Video seht ihr jetzt endlich mal wieder einen ganz normalen Urlaubsvlog von uns. Viele Eindrücke, Abenteuer, aber auch Enttäuschungen. Was erwartet euch? Ein ungeschminkter Reisebericht. Erlebt mit uns unsere Zeit in Kolumbien. Nichts ist vorgebucht, denn das Beste in diesem Land ist, sich einfach treiben zu lassen. Und das völlig unvoreingenommen. Keine festen Orte im Voraus planen, einfach leben und Spaß haben. Los geht's mit unserer Ankunft hier in Bogotá und dem ersten Highlight, dem Hausberg Monserrate. Und man muss sich mal vorstellen, der Berg ist 3150 Meter hoch. Höher als die Zugspitze. Und es ist annehmbar warm hier. Ja, die Wärme. Zugegebenermaßen der ausschlaggebende Grund, warum wir überhaupt nach Kolumbien geflogen sind. In Bogotá ist das Klima jedoch noch relativ mild. Maximal 20 Grad und hier oben auf dem Monserrate gefühlt ein paar Grad kälter. Aber kein Vergleich zum Winter in Europa. Nach insgesamt 18 Stunden Flug kommen wir in der Nacht am Flughafen in Bogotá an. Natürlich sind wir von der langen, anstrengenden Reise ziemlich geschlaucht. Die ersten Tage in Südamerika wollen wir deshalb ruhig angehen. Erstmal ein bisschen die Stadt erkunden, uns an das Klima, die Höhe und die Menschen gewöhnen. Bogotá überrascht uns. Überall wunderschöne Graffitis, kaum Touristen und vor allem ein ganz normales Treiben. Während in Deutschland die Pandemie wütet, sieht man hier nur noch die Masken. Ansonsten keine Beschränkungen. In Bogotá soll es relativ unsicher sein. Wir werden sogar einmal von einem Local aufgefordert, das Smartphone in die Hosentasche zu machen. In der Vergangenheit wurden tausende Smartphones direkt aus der Hand gestohlen, aber nicht uns. Die Kamera bleibt deshalb erstmal im Rucksack. Das Smartphone muss hier genügen und für Videoaufnahmen die GoPro. Es gibt so einiges in Bogotá zu sehen. Ganz wichtig natürlich Coca-Tee und echten kolumbianischen Kaffee. Auch hier gibt es die klassischen Einkaufsmeilen, wo sich in anderen Zeiten wahrscheinlich unzählige Touristen tummeln. Nicht so unser Ding. Genau wegen diesen verrückten Momenten sind wir hier. Hat er tatsächlich gerade einen Fernseher über die Autobahn getragen? Ein großes Thema auf Reisen ist immer auch das Essen. An unserem ersten Tag sind wir einfach nur froh, ein stinknormales Hähnchen und Pommes essen zu können. Lecker. Habt ihr schon mal einen so langen Bus gesehen? Und noch einer? Und ja, keine Ahnung, was er da macht. Tag 2 in Bogotá und wir wollen ein bisschen mehr von dieser großen Stadt sehen. Und wie ginge das besser als auf dem Rad? Wir machen uns auf den Weg ins Viertel La Candelaria zu Bogotá Bike Tours. Für einen echt guten Preis bieten sie Touren rund um die Stadt an. Unser Guide hat uns einiges zu erzählen, denn in den letzten Jahrzehnten war hier so einiges los. Bei unserem ersten Halt bekommen wir eine kleine Kostprobe der lokalen Früchte.
Kurz vor einem Vitaminschock gibt es noch eine extra Portion Avocado. Und weiter geht's auf unserer Graffiti-Tour. Davon hat die Stadt einige zu bieten. Neben der ein oder anderen Anekdote aus den letzten Jahren hat der Guide uns vieles über die beliebte Kunst hier zu erzählen. Er führt uns sogar in sein Atelier, denn ja, er ist selbst Graffiti-Künstler, ein Kenner der Szene. Selbst entlang der Autobahn, auf der wir vom Flughafen in die Stadt gefahren sind, gibt es ein paar Kunstwerke zu bestaunen. Kurz bevor der ein oder andere die Schnauze voll von Graffiti hat, gibt es den lang ersehnten kolumbianischen Kaffee in einer kleinen Rösterei. Am Ende wird es nochmal spannend. Wir fahren durch das Rotlichtviertel. Hier kann es schon mal ungemütlich und gefährlich werden. Das erfahren wir jedoch erst, als wir durchgefahren sind. Im Anschluss der Radtour gehen Lena und ich auf den Monserrate. Das habt ihr ja schon gesehen. Anschließend stellen wir uns die Frage, wo gehen wir eigentlich als nächstes hin? Wie soll unsere Route in Kolumbien ausschauen? Nicht so einfach, denn dieses Land ist riesig. Nach einem langen Hin und Her, auch heute Nacht, haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir weiter Richtung Norden fahren, nach Villa de Leyva und weiter nach Baricara, um dann irgendwann in den nächsten 1 bis 2 Tagen nach Santa Marta anzukommen. Das Schwierige am Anfang ist der Reise, zu wissen, was man genau machen möchte. Gell? Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, Kolumbien ist so groß und alleine die Reise jetzt nach Santa Marta sind ca. 800, 900 Kilometer mit dem Bus. Einfache Strecke wäre 22 Stunden, aber wir wollen das ein bisschen aufteilen, ein bisschen was vom Land sehen, von den Leuten und uns einen relativ teuren Flug sparen. Aber wir sehen den Weg dorthin nach Santa Marta jetzt auch als unser Ziel an, wollen die Gelegenheit eben nutzen, um ein bisschen was von dem Land kennenzulernen. Wenn wir jetzt fliegen würden, dann würden wir nicht so viel mitkriegen. Hat er sich einfach gerade ein USB-Kabel gekauft an der roten Ampel? Gar nicht so einfach, spontan an den Busterminal zu kommen. Ohne Frühstück, das holen wir jetzt nach. Und Tickets haben wir jetzt gleich bekommen. Gott sei Dank gibt es hier eine Touristeninformation. Die konnte auch Gott sei Dank Englisch und uns gleich weitergeleitet zum Terminal 3. Und da hat uns die erste schon drauf angesprochen und der erste Bus fährt um 9:30 Uhr, also vielleicht jetzt noch 10 Minuten warten, perfekt, just in time. So groß die Freude ist, dass alles reibungslos geklappt hat, so schnell zeigt sich, dass das Reisen in Kolumbien vielleicht auch seine Tücken hat. Die erste Busfahrt wird sinnbildlich für die restliche Reise sein. Länger als gedacht, aber wunderschön. Ja, und wie es vielleicht kommen musste, stehen wir jetzt hier an der Autobahn und es geht erstmal nicht weiter. Was genau mit dem Bus ist, keine Ahnung. Bus Nummer 2. Neuer Bus? Ja, der Busfahrer hat nur irgendwas gesagt. Also er hat es natürlich irgendwann organisiert, dass ein Ersatzbus kommt. Und auf Spanisch meine ich gesagt zu haben, dass egal was passiert, es wird immer irgendwie gut. Und wirklich erstaunlich, wie ruhig die Leute hier geblieben sind. Keiner hat sich irgendwie aufgeregt. Der Busfahrer hat nie geflucht, der hat im Gegenteil die ganze Zeit nur gelacht. Obwohl wohl irgendwie das Getriebe kaputt war.
geht's weiter, noch 2 Stunden. Was gibt's Schöneres, als erstmal im Ort anzukommen, einen Kaffee zu trinken und die Unterkunft zu buchen? Eigentlich wollten wir weiterfahren, aber das wäre jetzt zu stressig und wir wollen ja entschleunigen. Und jetzt kurzfristig entschieden, ja, wir bleiben hier und schauen uns dieses Dörfchen ein bisschen länger an und wollen relativ früh wahrscheinlich weiterreisen. Das vermeintlich gebuchte Hotel gab es irgendwie nicht oder wir waren richtig, aber die Rezeptionistin wollte uns irgendwie nicht reinlassen. Das war jetzt komisch. Haben wir kurzerhand das nächstteure genommen und da hat alles funktioniert, Gott sei Dank. Naja, so einen Reisenstress haben wir doch vermisst, oder? Wir haben jetzt auch das Glück, dass wir am Wochenende hier sind und ultra viel los ist. Ja. Normalerweise unter der Woche ist hier gar nichts los, habe ich gelesen, aber heute ultra voll. Außerdem sind jetzt noch Weihnachtsferien die letzten Tage, aber es ist schön hier. Kleines Dörfchen, nicht im Schwarzwald, sondern in Kolumbien. Morgenstund hat Gold im Mund. So schön wenig los. Dann hat dieses Dörfchen auch wirklich richtig Charme. Hier war gestern Abend so viel los. Also gestern war Samstag, heute ist Sonntag. Die Leute hier müssen so viel Müll hinterlassen haben. Unglaublich, als wäre hier ein Festival gewesen. Nach einer kurzen Fotosession am Morgen geht es jetzt für uns weiter an den Busterminal. Dann weiter in einen Ort, Acapulco. Und dann weiter nach San Gil. Und dann irgendwie weiter nach Bucaramanga. Und dann anschließend nach Santa Marta. Wer die Strecke jetzt googelt, wird merken, dass das vielleicht keine so gute Idee ist. Bevor es weitergeht, erstmal noch das Wichtigste des Tages, Frühstück. Schon die Fahrt nach Acapulco dauert länger als gedacht. Wir fahren über Feldwege und nehmen immer mal wieder Leute auf ihrem Arbeitsweg mit und setzen sie bald wieder ab. Der Stopp in Acapulco dauert nicht sehr lange. Wir nehmen einfach den nächsten Bus, der hier hält und Richtung San Gil fährt. Nach wie vielen Stunden sind wir jetzt in San Gil angekommen? 5, 6. Ja, einige auf jeden Fall. Und da wir jetzt nicht wollen, dass wir nur noch im Bus sitzen, haben wir uns dazu entschieden, hier eine Nacht zu bleiben. Und was werden wir morgen machen? Morgen machen wir Rafting. Ja, da gehen wir jetzt auch gleich ans Buchungsbüro und buchen das hoffentlich spontan und mal gucken, wie das dann alles wird morgen. Direkt nach der Buchung setzen wir uns in ein Taxi nach Baricara. Der Bus würde es nicht mehr vor Sonnenuntergang schaffen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was machen eigentlich die beiden da gerade? Das haben wir uns auch schon gefragt. Tatsächlich ist es noch keine 7 Tage her, dass wir den Flug hier nach Kolumbien gebucht haben. Denn lange wollten wir eigentlich nach Thailand. Und was machen die kurz vor Weihnachten? Die Grenze dicht. Aber da wir uns auf jeden Fall vorgenommen hatten, das Jahr mit einem Urlaub zu starten, wurde es jetzt Kolumbien. Kaum Einreisebeschränkungen. Klar, man muss geimpft sein. Aber ansonsten kann man sich auch frei bewegen. Mit den Masken, das wissen wir jetzt noch nicht so genau, ob man auch in der Öffentlichkeit Maske tragen muss. Viele tun es nicht. Aber ich denke, so im Freien, wenn nicht viel los ist, ist das schon okay. Auch hier ist normalerweise, vor allem unter der Woche, nicht so viel los. Aber es ist Sonntag. Baricara ist trotzdem ein wunderschönes kleines Kolonialdörfchen mit viel Charme und herrlich gelegen in den Bergen.
Viele kolumbianische Fernsehproduktionen finden hier statt. Wir schlendern ein bisschen durch die Gassen, genießen das mittlerweile sehr angenehme Klima und bestaunen unseren ersten richtig tollen Sonnenuntergang in Kolumbien. Zurück nach San Gil geht's mit dem Bus in knapp 40 Minuten. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass hier noch alles voll mit Weihnachtsdeko ist? Fühlt sich bei der Wärme irgendwie falsch an. Lena, gefällt's? Weihnachtsparadies. Nach einem typisch kolumbianischen Frühstück geht es also für uns heute zu Colombia Rafting. Vom Büro aus fahren wir eine Stunde zum Rio Suárez. Zunächst über eine normale Straße, später runter ins Tal über eine kleine, holprige Landstraße. Das Team von Colombia Rafting ist sehr erfahren und kümmert sich um alles. Verpflegung, Wasser, alles inklusive. Wir bekommen Ausrüstung in Form von Helmen und Schwimmwesten. Workout! Hola! Rio Suárez, amigo! Gleich geht's los! Einige kurze Trockenübungen mit wichtigen Sicherheitshinweisen später geht es dann ab ins kalte Wasser. Wir starten in einer herrlichen Kulisse, die perfekt zu einem neuen Indiana Jones Film passen würde. Nur der Fluss und wir. Noch recht gemächlich, was sich aber schnell ändert. Unsere Tour auf dem Rio Suárez ist die anspruchsvollste von denen in San Gil angebotenen. Schon die Sicherheitseinweisung gab einen ersten Hinweis darauf, dass das heute kein Zuckerschlecken wird. Für Neulinge wie wir auf jeden Fall eine Herausforderung. Wobei Lena nur mit dem kalten Wasser zu kämpfen hat. Und nicht nur sie. Kurzer Test, ob das Wasser nass ist. Nicht elegant, aber zielerreichend. Und alle hatten ihren Spaß. Schnell wieder ins Boot, auf in die Stromschnellen. Buenas tardes! Die Aufnahmen sind übrigens alle mit der Insta360 entstanden, da auf meinem Kopf. Sieht bescheuert aus, macht aber coole 360-Grad-Aufnahmen. Trotz der wirklich krassen Wellen fühlen wir uns jederzeit sicher. Unser Guide leitet das Boot sehr geschickt durch die wilden Passagen. Wahrscheinlich müssten wir auch gar nichts machen. Power, everybody! Power! 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 Stop! High five! Celebration! Dann passierte jedoch etwas, auf das wir zwar vorgewarnt und vorbereitet wurden und wir auch damit gerechnet hatten, aber definitiv nicht so. Mann über Bord. Nicht nur vorne haben wir einen verloren, auch unser Guide hinten ist schwimmen gegangen. Was ist da passiert? Nochmal von vorne. In dem Moment war es witzig und natürlich auch jetzt im Video. Aber das hat doch auch gezeigt, wie gefährlich das Rafting auf diesem Fluss sein kann. Sorry. Okay. Inside. Stop.
Backward, backward, backward. Der Reaktion zufolge ist ihm das auch noch nicht so oft passiert. Stop. Forward. Stop. Kurze Zeit später müssen wir auch aussteigen, während der Guide unser Boot alleine durch die Stromschnellen führt. Zu gefährlich und wir zu unerfahren. Wird an der Stelle aber immer so gemacht. Vielleicht, weil der Fluss zu viel oder zu wenig Wasser gerade führt. Wir fragen auch nicht nach. Für ein paar Minuten wird es danach nochmal richtig wild und gerade bevor es langweilig werden könnte, erreichen wir nach 70 Minuten unser Ziel. Was für ein Ausflug, was für ein Erlebnis und das so spontan. Noch 20 Stunden zuvor war nichts von alledem geplant. Wir wollten ja eigentlich direkt weiterfahren. Zum Glück sind wir in San Gil geblieben. Nach dem Rafting werden wir fürstlich mit Essen und Bier versorgt. Die Mitarbeiter kümmern sich in der Zeit um das Boot und die Ausrüstung. Wir ziehen uns um, es geht direkt weiter zum Busbahnhof. 12 Stunden Busfahrt liegen vor uns. In der Nacht. Diese Busfahrt ist diesmal nicht ganz so spontan. Ich bin morgens schnell zum Bahnhof gefahren und habe die Tickets besorgt. Auf den ersten Blick sieht der Bus ja ganz gemütlich aus, aber die Fahrt ist eine einzige Katastrophe. Wir haben es geschafft. 12 Stunden Busfahrt. Von Santa Marta fahren wir jetzt nochmal so circa eine Dreiviertelstunde Richtung Palomino, wo wir am El Zaino Ticketschalter, ich hoffe ich sage das jetzt richtig, aussteigen werden und dann in den Tayrona Nationalpark gehen werden. Kurzer Check, ob die Tausende an Pesos reichen und dann ab in die Hitze. Schon am Ticketschalter merken wir, wie beliebt unser nächstes Ziel ist. Etliche kolumbianische Tagestouristen warten geduldig auf ihre Eintrittskarte in den Nationalpark. Parkeintritt gezahlt und Versicherung. Dafür gab es gleich 2 Bändchen. Und jetzt geht es nochmal 2,5 Kilometer auf Teerweg. Das sparen wir uns mit den schweren Rucksäcken. Kostet auch nochmal 10.000 Pesos. Und die letzten paar 100 Meter, wir wissen nicht genau, laufen wir jetzt noch. Man bedenke nach wie vor, wir sind gestern Rafting gewesen, direkt vom Rafting in den Nachtbus gestiegen und jetzt sind wir hier. Also nicht geduscht oder umgezogen oder überhaupt irgendwas. Direkt weiter. Und nein, hier gibt es keine Videos, wo ich die Kamera hinstelle und wir zweimal dran durchlaufen. Das spare ich mir. Leute, wir haben es geschafft. Zumindest die Sicht aufs Meer haben wir geschafft. Ich freue mich so drauf. Da ist es. So schön wie es hier ist, gerade eben sind uns Menschen entgegengekommen und haben gesagt, dos horas, noch 2 Stunden. 2 Stunden. Immerhin. Schöner Weg. Und unser Ziel ist ja der Weg. Auch wenn er lang ist. Hola.
Wir haben es geschafft. Ganz viele Zelte. Ja. Jetzt erstmal einchecken, duschen, frühstücken. Ja Leute, an dieser Stelle würde ich euch am liebsten erzählen, wie toll und schön es im Tayrona Nationalpark war. War es auch. Aber wir konnten das Ganze nicht genießen, denn der Zeltplatz, an dem wir gerade angekommen sind, San Juan, war der falsche. Also eigentlich der richtige, aber in all dem Reisestress habe ich die ganze Zeit per WhatsApp mit dem falschen Zeltplatz kommuniziert und so mussten wir wieder umkehren. 1 Stunde umsonst in der Hitze gelaufen. Versteht mich nicht falsch. Don Pedro, wo wir schlussendlich untergekommen sind, ist auch wunderschön gelegen, jedoch fernab vom Strand. Und genau darauf hatten wir uns gefreut, endlich wieder am Meer zu schlafen. Hier im Tayrona Nationalpark werden wir für kurze Zeit zu der Art Touristen, die wir eigentlich nicht werden wollen und auch nicht mögen. Wir sehen nur das Negative, obwohl es uns mehr als gut geht. Es warm ist, die Natur wie im Paradies. Auch der einmalige Sonnenaufgang heitert uns nur wenig auf. Wir hadern. War es die richtige Entscheidung, hierher zu kommen? Hätten wir nicht doch nach Palomino durchfahren sollen? Wir vergessen die Situation so hinzunehmen, wie sie ist und das Beste daraus zu machen. Schlechte Stimmung. Wir regen uns über die vielen anderen Touristen auf. Über unsere Unterkunft, über unsere Entscheidung, hierher zu kommen. Selbst das Film und diese Doku stellen wir in Frage. Irgendetwas stimmt doch nicht mit uns. Was fehlt uns? Was wollen wir hier? Die Antwort liegt am Horizont. So einfach und naheliegend. Ja, das ist es. Wir beschließen, noch heute weiterzuziehen nach Santa Marta. Wir wollen Abenteuer, Einsamkeit und die Berge. Wo es uns hinzieht, seht ihr schon im nächsten Video. Danke fürs Einschalten und bis bald. Ciao, ciao.